Du möchtest ein neues Stück lernen, das du vorher noch nie gehört hast. In diesem Video zeige ich dir meine Vorgehensweise, wie ich mir fremde Stücke, unbekannte Stücke beibringe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nicolaikam Trompetentraining. Diese Situation, denke ich, kennt jeder. Du hast Lust auf ein neues Stück, das du zuvor nie gehört hast. Du bekommst Literatur geschenkt, die du gerne spielen möchtest oder mal ausprobieren möchtest. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich vorgehen, wenn ich dieses Stück noch nie gehört habe. Der erste Schritt ist ja meistens, dass man auf irgendeine Online-Plattform geht, eventuell hat man auch CDs noch zu Hause und versucht, eine Aufnahme zu finden, die man sich einfach mal anhören kann, damit man eine Grundidee von diesem Stück bekommt. Wenn man aber unbekannte Literatur hat, dann gibt es meistens keine Aufnahmen und deswegen ist man natürlich auf sich und seine Übestrategie angewiesen, beziehungsweise natürlich auf die Strategie, die einem ein Lehrer beibringen kann. Und da kommen wir gleich zum wichtigsten Punkt. Wenn du mit einem Lehrer arbeitest, dann wirst du diese Schritte, die ich dir heute vorstelle, wahrscheinlich kennen. Aber natürlich, wenn du dir selbst Stücke zu Hause beibringst oder keinen Lehrer aktuell zum Trompetespielen hast, dir der Trompetespielen aber natürlich auch die Übestrategien beibringt, dann kannst du anhand von meinen Ideen dir natürlich auch Literatur näher bringen. Ich blende hier unten einen kleinen Ausschnitt eines Konzerts ein, ein leichten Konzert Caprice von Claude Arieu, und wir nehmen da einfach mal die ersten beiden Zeilen. Auch mir ist dieses Stück gänzlich unbekannt. Ich habe hier im Archiv einige Noten liegen, die man halt eben kauft, wenn irgendwo ein Musikhaus aufgelöst wird, die man geschenkt bekommt, die man auf eBay ersteigert bzw. Kleinanzeigen kauft etc. pp. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wo man Noten herbekommt. Auf jeden Fall habe ich dieses Stück bei mir im Schrank gefunden und habe mir gedacht, das wäre eigentlich genau das richtige Stück, um einfach mal zu zeigen, wie ich an die Sache rangehe. Ganz wichtig, erstmal zu lesen, was passiert denn in den ersten beiden Zeilen. Das heißt, da ist wirklich die Basisarbeit gefragt. Da geht es um Sachen wie zum Beispiel, welche Taktart, in diesem Fall ein Sechsachteltakt. Welche Vorzeichen müssen wir beachten? In diesem Fall haben wir jetzt ein Kreuz, das heißt, es deutet viel auf G-Dur hin, beziehungsweise auch die verwandte Molltonart E-Moll in diesem Fall. Wenn man jetzt den Startton bzw. den Zielton analysiert, also wir starten auf E2 und am Ende der zweiten Zeile enden wir auf E1, deutet vieles in die Richtung, dass es wahrscheinlich in E-Moll und nicht in G-Dur geschrieben ist. Wir gehen weiter. Wenn wir uns den ersten Takt analysieren, seht ihr unten in den Noten, wir haben eine Achtel, 4 Sechzehntel, eine Achtel, gefolgt von einer Viertel. Und dann ist der erste Takt schon erledigt. Wenn wir uns jetzt das Tempo anschauen, das hier notiert ist mit punktierte Viertel gleich 60, haben wir ungefähr, kann man sich gut an der Uhr ablesen, am Sekundenzeiger eben 3 Achtel, also diese punktierte Viertelnote auf einer Zählzeit. Wichtig für mich ist immer, dass ich das Tempo erstmal stark reduziere. Das heißt, ich zähle nicht punktierte Viertel, sondern ich gehe wirklich dran und sage, okay, erstmal spiele ich bzw. zähle ich Achtelnoten. Und dann habe ich den folgenden Rhythmus. Bam, 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 bam. Und dann weiß ich ganz genau, okay, das ist also der Rhythmus des ersten Taktes. Man kann das natürlich auch mit anderen Silben bzw. mit Wörtern sich näher bringen. Da hat jeder seine eigene Strategie. Ich benutze gern immer Tü, Ta und so weiter. Oder wenn ich dann Fantasiesprachen, Dai, Duga, Digi, Dam, Bai, sowas ist auch immer ganz gern improvisiert und löst uns auch etwas vom Notentext und lässt einfach der Kreativität auch etwas Spielraum. Letztendlich geht es aber darum, jetzt sich genau diese Tonhöhen im nächsten Schritt auch beizubringen. Und ihr seht, ich starte auf dem E2. Für einige Trompeter ist es etwas grenzwertig von der Lage, deswegen würde ich dann empfehlen, wenn ihr nicht auf dem E2 einsteigen könnt, beziehungsweise ihr schon ganz genau wisst, wenn ihr dort startet, dass der Hals eng wird, spielt diese Töne eine Oktave tiefer. Das heißt, ihr erleichtert euch etwas die Herangehensweise bei diesem Stück und spielt auf dem E1 beginnend los. Ist natürlich nicht ganz einfach, dieses eine Oktave nach unten zu transponieren. Dann kann man sich natürlich auch leichtere Literatur nehmen. In diesem Fall würde ich dir empfehlen, eben jetzt erstmal auf dem E1 anzufangen. So, und wenn ich dann dieses Stück gespielt habe und auch natürlich dann Rhythmus berücksichtigt habe, Vorzeichen berücksichtigt habe, dann kann ich mich letztendlich dann auch an den zweiten Takt machen. Also ich schaffe eine Verbindung vom ersten zum zweiten Takt. Damit ich diese aber schaffen kann, muss ich erstmal den zweiten Takt separat anschauen. Was passiert in diesem Takt?
Ihr seht, wir treffen nach der Bewegung im ersten Takt auf den Ton A1. Jetzt geht es aufwärts in der Bewegung, nämlich stufenweise, das heißt A, H, C, D und erreichen am Ende unseren Ausgangston, den wir ganz am Anfang des ersten Taktes haben, nämlich wieder dieses E2. Der Rhythmus in diesem Fall eine Achtel, 2 Sechzehntel, eine Achtel und auf die zweite Takthälfte des zweiten Taktes diese punktierte Viertelnote. Das heißt, wenn wir wieder reduzieren und uns den Rhythmus auf einer Tonhöhe vorsingen bzw. vorsprechen, dann geht es folgendermaßen. Bei, bam, bam, bim, ba. Und dann ist auch dieser Takt rhythmisch schon in der Spur. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass ich mir die Tonhöhen suche. Habt ihr es eine Oktave tiefer gespielt, dann bleibt auch in der Oktave tiefer erstmal. Und wenn ihr es oben gespielt habt, bleibt man natürlich auch oben. Beziehungsweise und während der zweite Takt im Kasten ist, dann schaffe ich natürlich eine Verbindung von dem ersten zum zweiten Takt. Das heißt, ich spiele beide Takte in Folge. Los geht's. Beziehungsweise das waren jetzt der Rhythmus und natürlich die richtigen Tonhöhen. Jetzt muss ich auch schauen, wie ist die Artikulation in diesen Takten notiert. Die habe ich jetzt schon automatisch richtig gemacht. Also wir haben diese Bindebögen, die ich auch versuche dann ohne Zungenanstoß zu führen, beziehungsweise muss natürlich auch schauen, welche Töne sind angestoßen und vor allem wie angestoßen. In diesem Fall ist der erste Takt komplett gebunden, im zweiten Takt auf der Zählzeit 1 der Anstoß und dementsprechend auf der punktierten Viertelnote, also auf der zweiten Takthälfte des zweiten Taktes, auch dann diese angestoßene Note. Wenn das funktioniert, nehme ich dann auch mal ein schnelleres Tempo. Wie gesagt, ich mache es jetzt etwas schneller. Wenn man längere Zeit zum Üben braucht, muss man sich die Zeit auch nehmen. Da gibt es keine Abkürzungen etc., sondern dann erstmal den Notentext drauf schaffen, die beiden Takte kombinieren und jetzt, wenn du es kannst, dementsprechend das Tempo etwas steigern. Los geht's! Und dann kommt man auch schon in dieses Feeling von den punktierten Viertelnoten. Also man hat dann automatisch dieses Gefühl, dass diese Musik dann doch anfängt zu pendeln. Nämlich dann halbtaktweise, nämlich diese gezählten punktierten Viertelnoten. Also dieses Ja, da, da, di, dam, di, bi, di, dam, bam. Und so geht es eben weiter in dem Stück. Wir kommen jetzt zum dritten Takt und da seht ihr schon, wenn ihr in den Notentext hier unten einmal vergleicht, der erste Takt ist identisch mit dem dritten Takt. Das heißt, den kenne ich schon. Ihr könnt es jetzt nochmal spielen, aber ich persönlich gehe immer ganz gern weiter, weil im Bewusstsein ist es ja, dass ich diesen Takt schon geübt habe, nämlich Takt 1 übertragen auf Takt 3. Das heißt, wir können gleich einen Schritt weiter gehen, nämlich zu Takt 4. Dort beginnt dann zum ersten Mal dieser Takt mit 2 Sechzehntel. Auch Achtung, dort haben wir ein Cis, ein Versetzungszeichen, was unseren Ton dann dementsprechend einen Halbton nach oben bringt. Und dementsprechend haben wir den Rhythmus di da dam bam, beziehungsweise bam 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 bam. Und dementsprechend natürlich auch wieder diese punktierte Viertelnote, die auf die zweite Takthälfte angestoßen ist. Also, dann spielen wir mal diesen vierten Takt. Und natürlich dann die Kombination aus Takt 3 und Takt 4. Und wenn das funktioniert, dann habe ich natürlich schon 4 Takte trainiert von diesem kleinen Stück und kann natürlich jetzt auch dementsprechend die Kombination spielen, nämlich Takt 1 bis einschließlich Takt 4. Los geht's! Und
natürlich dann nicht vergessen, im nächsten Schritt sich mit Dynamik und natürlich dann auch dem dementsprechenden lauter, leiser werden, also Crescendo und Decrescendo auseinanderzusetzen. Wir starten in diesem Stück im Mezzo forte und am Ende des vierten Takts finden wir dieses Decrescendo, wo wir eben leiser werden müssen. Insgesamt hat uns der Komponist auch aufgetragen, dieses Stück sehr gesanglich zu spielen, das heißt Kantabile. Und da muss man einfach versuchen, dass die Luft immer fließt, also man hat keine harten Anstöße. Wenn ich mir das Stück vorsinge, und da macht man tendenziell sehr, sehr viel richtig, wenn man vorsingt, und da müssen es auch oft nicht die richtigen Tonhöhen sein, sondern man führt automatisch diese Melodielinie gesanglich und findet den Höhepunkt, den die Melodie hat, aber auch, wo sich diese Spannung wieder etwas abflacht, das heißt abphrasiert. Und so könnt ihr euch die nächsten Takte auch erarbeiten, also Takt 5 bis einschließlich 8. Wenn ihr diese 4 Takte, das sind jetzt etwas herausfordernder. Ihr seht, wir haben mehr Versetzungszeichen, es kommt auch etwas mehr Höhe ins Spiel, der Rhythmus ändert sich, also man geht wirklich wieder Schritt für Schritt diese Arbeit durch und schafft eben eine gute Struktur und sieht dann am Ende eben auch unseren Zielton, nämlich wieder diese punktierte Viertelnote E1 jetzt, und da deutet natürlich vieles darauf hin, dass wir uns in E-Moll befinden. Man kann das Ganze natürlich auch klanglich ableiten. Diese Melodie klingt jetzt nicht sehr, sehr strahlend und fröhlich, sondern hat eher einen etwas melancholischen Einschlag. Das heißt, es deutet auch tonal vieles eben auf E-Moll hin. Wenn wir jetzt in die dritte Zeile reingehen, Takt 3, seht ihr, wir haben Sechzehntelbewegungen, die uns nach oben bringen. Auch Versetzungszeichen sind vorhanden, die wir dementsprechend natürlich taktweise beachten müssen. Und auch hier wieder dieser Schritt, ich nehme mir technisch gesehen nur diesen einen Takt raus. Das Tempo bleibt nach wie vor langsam und ich kümmere mich um den Rhythmus. Der ist nicht allzu schwer, der geht dann di-da-di-da-dam, di-da-da-da-dam, beziehungsweise natürlich dann gesungen aufwärts, di-da-di-da-dam, di-da-di-di-dam und so weiter und so fort. Also ich habe die Stelle vorher noch nie gespielt, aber so stelle ich mir in etwa diesen Takt vor. Jetzt hole ich natürlich mein Instrument zur Hilfe und gucke mir natürlich erstmal an, welche Töne sind da zu spielen. Also Fis und Gis habe ich zu beachten. Übertragen sich eventuell diese Versetzungszeichen auf die zweite Sechzehntelgruppe. Das ist nicht der Fall, die hat aber ein eigenes Versetzungszeichen, nämlich beim Cis 2, und dann spiele ich mir genau diese Stelle einmal langsam vor. Und natürlich ist immer so eine Aufwärtsbewegung auch mit einem kleinen Crescendo verbunden. Das heißt, ich führe natürlich über diesen ganzen Takt ein kleines Crescendo bis in den nächsten Takt hinein. Wenn wir uns jetzt über die Dynamik kümmern, sehen wir, einen Takt vorher ist Piano, das heißt, auch da muss ich natürlich etwas leiser starten und ich kann natürlich mit der musikalischen Entwicklung der Stelle auch ein kleines Crescendo einbauen. Das ist nicht vom Komponisten vorgeschrieben, aber das hat einfach dann mit der Musikalität zu tun, die dieses Stück einfach mit sich bringt und dementsprechend natürlich auch mit der Musikalität, welches der Interpret sich anhand vom Üben dieses Stückes auch beibringt, eine Idee findet und diese natürlich versucht, der musikalisch umzusetzen. Also halte dich nicht strikt an diese Dynamikvorgaben, weil wenn wir das machen würden, würde diese Stelle steril ab dem zweiten Takt der dritten Zeile über die folgenden Takte im Piano gespielt werden und auf einmal platzt dann in der vierten Zeile dieses Forte raus, angeführt von diesem Crescendo, was vorher ist, aber letztendlich haben wir musikalisch immer eine Entwicklung. Das heißt, die Phrasen haben ja auch eine Steigerung, einen Höhepunkt und dementsprechend auch wieder eine Entspannungsphase. Und das ist auch das Wichtige. Viele Komponisten schreiben das auch hin, wenn es aber nicht explizit notiert ist, müssen wir als Musiker eben diese Idee finden. Das heißt, wir begeben uns auf wie eine Art Suche nach der musikalischen Idee des Komponisten, versuchen auch natürlich die eigene Musikalität mit einfließen zu lassen und eben das Stück dann später zum Beispiel aufzunehmen und einfach mal hinzuhören, wie hat man selber interpretiert, muss man eventuell etwas mehr übertreiben, kann man auch weniger machen, findet man es insgesamt zu laut gespielt oder ist es zu leise, da hat man etwas mehr Spielraum, wie ist die Artikulation, hat man zu hart angestoßen oder passt es zum musikalischen Ausdruck des Werks? War der Anstoß weich und man hat schön kantabile breit gespielt? Und dementsprechend kann man das natürlich dann auch hier mit Pianist üben und dann auch letztendlich auf die Bühne bringen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Wegen, mit meinen Übestrategien anhand von diesem kleinen Stück einen Schritt weiterhelfen, damit ihr auch diese Ideen auf eure Stücke übertragen könnt. Hat es euch gefallen, dieses Video, dann lasst doch am Ende ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.